Hier ist wieder der entgegenkommende Linksabbieger, mit dem ihr nichts zu tun habt. Und dies ist der entgegenkommende Geradeausfahrer. Dann schnappt ihr euch genau die Linie zwischen diesen beiden Fahrstreifen. Diese Linie müsst ihr euch dann unbedingt in die Kreuzung reindenken. So wisst ihr dann genau, wie weit ihr dann nach links in die Kreuzung reinziehen könnt. Schnappt ihr euch dann noch die Kreuzungsmitte, habt ihr auch noch den zweiten wichtigen Punkt und wisst somit, wie weit ihr in die Kreuzung reinfahren könnt. Hier fahren wir dann in die Kreuzungsmitte und halten uns direkt links an diese imaginäre Linie. Und auch wenn wir gerade keinen Gegenverkehr haben, müssen wir zunächst einmal wegen den Fußgängern anhalten. Und seht mal, von hier kann man die Linie, die für euch wichtig ist, auch viel besser erkennen. Und das gilt auch für die Kreuzungsmitte. Und super wichtig, wenn ihr gerade keinen Gegenverkehr habt, dann wartet niemals auf die Fußgänger im Gegenverkehr, sondern bleibt hier schön außerhalb des Streifens stehen und wartet einfach, bis alle weg sind. Weil sollte dann noch einer von vorne kommen, nimmt man ihm nicht direkt die Vorfahrt. So, guckt euch das doch nochmal eben in Ruhe von oben an. Wir kommen hier als Linksabbieger an die Kreuzung und jetzt müsst ihr euch zunächst einmal genau die Linie zwischen dem entgegenkommenden Linksabbieger und der Geradeausspur nehmen. Die Linie denkt ihr euch dann einfach weiter in die Kreuzung rein. Anschließend nehmt ihr euch die Mitte der Fahrbahn, so und schwuppdiwupps habt ihr euren Sweet Spot, wo ihr in die Kreuzung reinfahren könnt. Und wie ihr seht, würde das hier mit den entgegenkommenden Linksabbiegern auch perfekt passen. So, und dasselbe würdet ihr dann genauso mit einer größeren Kreuzung machen. Ihr braucht hier nur wieder genau die Linie zwischen dem Linksabbieger und der Geradeausspur. Dann denkt ihr euch beide Linien wieder in die Kreuzung rein und wie ihr sehen könnt, ist es dann wie immer genau dasselbe. So, aber ihr könnt euch hier, glaube ich, am besten einfach merken, dass ihr ganz simpel die Linie zwischen dem Abbieger und der Geradeausspur braucht.